Als der Wind Mitte März einmal auf Ost drehte, beschlossen wir mit mehreren Booten nach Marmaris zu fahren. Ich wollte mein Rig überprüfen lassen, das ich letztes Jahr hatte ersetzen lassen, und auch einige Freunde hatten Bootsarbeiten zu erledigen. Mit dabei Carsten aus Dänemark auf seiner Barracuda, Jan, der mal wieder den Parasailer testete und allen davonfuhr, und Chulugi, Freunde, die gerade aus Indien in die Türkei gekommen waren. Von Marmaris nach Kasch sind es in etwa 90 Meilen, also planten wir einen Zwischenstopp, diesmal im Butterfly Valley. Wie passend, wenn man mit einem Schmetterling dorthin segelt. Das Butterfly Valley liegt etwas südlich von Öli-Deniz, der bekannten Lagune, und ist nur zu erreichen mit einem Boot. In der Vorsaison ist es noch herrlich still und so hatten wir die Bucht für uns alleine. Am nächsten Tag mit der aufgehenden Sonne brach ich als Erster auf. Knapp 50 Meilen waren es noch bis Marmaris. Leider waren noch viele Wellen da, aber kaum Wind. Und so wurde die Fahrt zu einer kleinen Schaukelpartie. With money, we don't know. Pockets empty, but hearts are full anyway. Hey, playing like children, love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. Das ist wenigstens nochmal ein versöhnliches Ende heute für die Flautenfahrt, aber mit viel Welle. Immer schön mit achterlichem Wind und jetzt nur Genua, weil ich zu faul bin, das Floß nochmal rauszuholen, nach Marmaris reingleiten. So ist das schön. I don't care if loving you over my head. Ein wenig wellig noch, aber jetzt hole ich Mustafa ab, den Rigger, der mal checken will, das Rig checken will, das er letztes Jahr erneuert hat, und er will auch in den Mast. Das eine gute Idee ist bei dem Wind. Mal schauen. The rigging is fine, the rest of the boat is crap. No, just the skipper. Arschloch. Alles gut im Mast. Nur ein Block musste Mustafa austauschen und bei der Gelegenheit machte er auch gleich ein Foto meiner etwas eigentümlichen Ankerlaterne. Kai-Uwe hatte sie vor 1,5 Jahren so angebracht und sie hat immerhin einige Stürme ausgehalten. Zu guter Letzt stellte Mustafa noch einmal die Wanten ein, dann war die Dilly-Dally wieder fertig für weitere Abenteuer. Allerdings spielte das Wetter nicht mit.
Marmaris bei Regen. Hatte ich mir etwas anders vorgestellt. Problem ist vor allem, dass der Regen wieder den netten Sahara-Staub enthält, weshalb es in etwa so aussieht jetzt. Und überall auf dem Deck. Und das ganze Deck schon wieder komplett braun ist. Ja, da hoffe ich mal, dass noch wenigstens, weil es soll den ganzen Tag regnen, dann hoffe ich mal, dass wenigstens eine Dusche nachher noch mal ein bisschen sauberer ist. Weil das nicht alles so eingesifft ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und wahrscheinlich auch der kleine Shopping-Bummel eher ausfällt. Weil das Dingi dürfte auch mittlerweile eher eine Badewanne sein. Naja, gucken wir mal. Das ist alles anders als geplant. Und hier vorne sieht man auch mal richtig gut, wie dreckig das Regenwasser ist. Boah. Nicht schön. Aber gut. Ja, und so sieht Marmaris auch bei Regen aus. Am nächsten Tag war es an der Zeit, Rainer Tschüss zu sagen. Mit seiner Lagoon war er bereits seit einigen Tagen in Marmaris und brach nun auf nach Mallorca. Ich verschob derweil meine Abreise noch um einen Tag. Der Wetterbericht sah nicht wirklich gut aus. Und so nutze ich die Zeit, um noch einmal einkaufen zu gehen. Oder besser, zu fahren. In Marmaris liege ich lieber vor Anker als in der vollen Netzelmarina. Und wie immer, wenn man in Marmaris ist, wird eine kleine Einkaufstour teuer. Ein neues Handfunkgerät kaufte ich, Ersatzseile, Schäkel, Positionslichter, ein neues Ankerlicht. Eine Angel hatte ich schon in Kasch gekauft. Dazu kam der Block und diverses anderes Zeug. Guten Morgen. So, kurz vor 7, Ende März, und es ist wieder arschkalt. Wir haben draußen um die 3 oder 4 Grad gerade. Und das Ende März, wie gesagt, in der Türkei hatte ich was anderes erwartet. Und wir müssen früh los, weil sind einige Meilen und nachher kommt wieder mittags wahrscheinlich wieder sehr viel Wind. Und das war dann schon ein Stück weit Richtung Fett hier gefahren sind so, wo wir hinwollen. Ich glaube 46 Meilen und dann haben wir morgen nochmal 55. Ja, und so muss man jetzt mal gucken, dass man immer so die Fenster erwischt, wo der Wind nicht ganz so stark ist. Halt draußen dürfte aber immer noch eine relativ hohe Welle stehen, wenn wir mal schauen. Aber jetzt mal einen Kaffee trinken, Beiboot verstauen und dann geht's los. Nebenan liegt Carsten mit seiner Barracuda. Falls man es erkennen kann, wahrscheinlich nicht. Ja, und dann schauen wir mal. Also, schlaf weiter. Tschüss. Naja, gucken wir mal, wie es heute ist. Anfangs haben wir Landabdeckung und dann, ja, dann kommen wir langsam so in den Bereich, wo Rhodos, was hier direkt gegenüber liegt, ein paar Meilen entfernt, wo uns Rhodos keinen Schutz mehr bietet. Und naja, wir gucken einfach mal, was der Tag uns bringen wird. Immerhin kein Wölkchen am Himmel, was ja auch immer dann bei Sturm deutlich weniger bedrohlich wirkt. Aber naja, wir gucken mal, vielleicht kommt es ja auch gar nicht so dicke. Wir werden sehen. Bis dann. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed in. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out. No, I can't keep score when I lose my breath. Boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me.
out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Security, security, security. All ship, all ship, all ship. Leider spielte der Wind nicht wirklich mit. Nur ein paar Stunden konnte ich segeln. Unterwegs traf ich meine Nachbarn von ABC, Ansha und Barry, die in die Gegenrichtung fuhren. Die Fahrt entlang von weißen Sandstränden und schneebedeckten Bergen ist trotzdem immer wieder ein Highlight. Und dann war ich auch schon wieder in Kasch, nach etwa 9 Stunden.